das muss vermieden werden. Und es geht eben darum, die Menschen zu gewinnen, die aus welchen Gründen auch immer, und das sind nicht alles, wie viele Millionen haben Sie gewählt, Nazis? AfD, So. über 10 Millionen. Genau, über 10 Millionen. Gute Regierungsarbeit. Die Probleme der Menschen einfach lösen. Und es nützt auch nichts, gehören nicht zu denjenigen, die die Wählerinnen und Wähler jetzt beschimpfen. Gleichwohl muss man ihnen auch schon sagen, natürlich wird man dadurch, dass man die AfD wählt, nicht zu einem Nazi. Aber man wählt eben teilweise Nazis in Parlamente hinein. Und das ist schon eine Konsequenz, die man noch mal vor Augen führen muss. Hey Leute, willkommen in der Realität. Markus Lanz hat es mal wieder geschafft, das altbekannte AfD-Bashing aus der Mottenkiste zu holen. Und wie erwartet, mit viel Empörung und wenig Substanz. In seiner Sendung wird die AfD als das Böse dargestellt, während er die ganze Zeit versucht, Empörung herbeizureden, statt sich wirklich mit den 10 Millionen Wählern auseinanderzusetzen. Aber wie immer, Kritik an den eigenen Reihen, Fehlanzeige. Es wird nur das übliche Blabla vom Kartell und den Exoten abgefeuert, ohne wirklich zu hinterfragen, was dahinter steckt. Und wer nicht ins Narrativbild passt, wird klein geredet. Warum das alles so durchsichtige Propaganda ist und warum diese Sendung eigentlich nur schwer zu ertragen ist. Genau darum geht's in diesem Video. Schaut rein und lasst euch nicht von der Show blenden. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Ich will wissen, was ihr davon haltet. Auf geht's! Vielleicht mal ganz offen gefragt, Frau Rehling, an Sie. Wie haben Sie das heute da empfunden, die Atmosphäre? Wie haben Sie das wahrgenommen? Na, ich glaube, es war schon ein bisschen anders, als vielleicht vormals konstituierende Sitzungen im Bundestag waren. Ich hatte ja auch kürzlich noch mal die Gelegenheit, aus Länderperspektive dort zu sprechen und in dieses Rund zu blicken. Und wenn man das heute gesehen hat, ist es eben doch auch schon eine Gewichtsverschiebung, die einfach sichtbar geworden ist, indem der Block ganz rechts eben von den Zahlen ein Stück weit mehr in die Mitte hineinreicht. Und nun, ich fand es jetzt auch Sie nicht so spielen wahnsinnig darauf an, gut, dass da 152 Abgeordnete dass die der AfD da quasi plötzlich verdoppelt sitzen. gesessen hat. Und das ist halt, wenn man das in Zahlen sieht, schon ein Problem. Aber wenn man es dann so vor sich sieht, ist es, glaube ich, noch mal deutlicher geworden. Und ich fand es natürlich auch ein bisschen problematisch, die ganzen Geschäftsordnungsdebatten, die da geführt worden sind. Ich sage mal, so eine Konstituierung zu Beginn einer Legislaturperiode, das soll ja doch was Würdiges auch sein. Und dann noch mal die elende Debatte darüber zu führen, wer jetzt die Sitzung eröffnet. Aber am Ende des Tages, es ist jetzt vollzogen, der Bundestag findet sich zusammen und das ist ein Parlament, das genauso wie die künftige Regierung eine wichtige und große Aufgabe für Deutschland hat und auch ein Stück weit zum Erfolg sich zusammenraufen muss. Aber nochmal die Frage nach dem Atmosphärischen. Vielleicht erst Ladies first, Frau Quadbeck. Wie haben Sie das beobachtet? Ich hatte das Gefühl, das war schon so ein Wendepunkt, ein historischer Moment. Der Sound war ein anderer. Da war von Schrumpfgermanen die Rede. Brandner hat das, glaube ich, gemacht von der AfD. Ich meine, so ein Wort aus der Nazi-Zeit, dass er da ganz unverblümt einfach ins Plenum schleudert. Also gut, Brandner ist ja sowieso bekannt für sein ausfälliges Verhalten im Parlament. Er ist derjenige, der die meisten Ordnungsrufe in der letzten Wahlperiode bekommen hat. Also der ist tatsächlich so der Exponierteste dabei. Aber die AfD macht zwei Dinge. Auf der einen Seite systematisch den normalen Parlamentsbetrieb torpedieren, wo sie ihn nur kann. Deshalb eben auch der Geschäftsordnungsantrag, dass man es nicht dem Parlament gönnt, dass der Alterspräsident dann tatsächlich auch dort beginnt. Und auf der anderen Seite immer wieder Kreide gefressen, zu sagen, unsere Hand ist ausgestreckt. Die haben sich auch dann alle artig angestellt, um Julia Klöckner zur Wahl der Bundestagspräsidentin zu gratulieren. Und da dann auf der einen Seite zivilisiertes Verhalten zeigen und auf der anderen Seite Torpedos in den Bundestag schicken, wo es nur geht. Da wurde gefeixt, da wurde gespottet, das wurde, also ich fand die Atmosphäre, also das Atmosphärische noch mehr als die Sprache. Wie haben Sie das empfunden? Ich meine, Sie sitzen daneben. Hier sitzen ja lauter erfahrene Parlamentarier. Ja, genauso wie Sie es beschreiben, wobei wir natürlich diese Veränderung seit 2017 erleben, seit die AfD in den Bundestag gekommen ist. Damals vielleicht noch etwas tollpatschig, so wie das für
Neulinge häufig der Fall ist, jetzt schon sehr abgebrüht, indem sie eben einfach auch die Möglichkeiten der Geschäftsordnung entsprechend nutzen. Und das dient eben häufig nicht der Sache, sondern das dient eher der Verächtlichmachung des Parlamentarismus. Und das ist das eigentliche Problem. Ja, das meinte ich, wenn dann so Wörter kommen, Schrumpfgermanen. Ich meine, in einem deutschen Bundestag. Herr von Fritsch, wie geht's Ihnen da, als jemand, der auch deutsche Geschichte bestens kennt, wenn Sie das hören, auch als einfach Bürger dieses Landes? Ja, es ist eine erschütternde Veränderung und eine Verschlechterung des Stils in der Tat in unserem Parlament. Und es wird noch mehr als in der vorigen Legislaturperiode, denke ich, darauf ankommen, dass die Vertreter der Parteien der demokratischen Mitte da auch nichts auf den Tisch liegen lassen. Dass man Dinge klarstellt, sofort widerspricht, sagt, was für eine Sprache hier gesprochen wird. Dass man auch immer wieder sozusagen auf die Metaebene quasi geht und sagt, so redet ihr, das ist euer Stil, das steht dahinter. Also das wird Sie zu stellen, also meinen Sie? die anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden zusätzlich gefordert sein, dadurch noch mehr. Also heute war ja zum Beispiel eine Taktik, dass die AfD immer wieder vom Kartell gesprochen hat. Genau. Ne? Also die möchten eben, die tun so, als sei von der Linkspartei bis zur CSU, sei das alles eine Soße und dann spricht man vom Kartell. Nicht nur eine Soße, ne, sondern, sozusagen sondern etwas, was sich zusammenfindet. Eine Gruppierung, die sich Genau. aus deren Sicht zusammenrottet, um gegen das Wahrhaftige der AfD, so wie sie sich darstellen, Exakt. dann wieder die Opferrolle darstellen. Und ich finde, da hat Klöckner ganz gut ausgekontert, indem sie gesagt hat, nein, das sind einfach demokratische Mehrheiten und das hat mit Kartell überhaupt gar nichts zu tun. Also das ist das Einzige, was hilft, das immer wieder klarzustellen, dass diejenigen sind, die die Spielregeln nicht beachten und der Rest im Parlament sehr wohl die Spielregeln beachtet. So, und jetzt die Frage, eine der wichtigen Fragen an so einem heutigen Tag, die Wahl des Bundestagsvizepräsidenten. Die AfD hat wieder keinen Vizepräsidenten durchbekommen, 3-mal durchgefallen. Das ist legal, das so zu machen. Die Frage ist es auch legitim, sozusagen diese Strategie der Ausgrenzung immer weiter zu fahren? Ich habe heute, glaube ich, einen Kommentar von Andreas Rosenfelder war es, glaube ich, gelesen, der so sinngemäß sagte, wir sagen dann immer, die Demokratie muss stark sein, die ist jetzt verwundbar und wir müssen resilient werden. Und er schrieb dann, das klingt dann immer so, als handele es sich bei der Demokratie um einen schwächelnden Risikopatienten. Nach dem Motto, das können wir der Demokratie nicht zumuten, dass die AfD einen Bundestagsvizepräsidenten stellt. Andererseits steht es so in der Satzung, ja, dass jede der anwesenden Parteien ihren Bundestagsvizepräsidenten haben soll. Das heißt, wie gehen wir denn damit um? Ich sage es ganz offen, ich habe da ein Störgefühl. Wie geht es Ihnen dabei? Das sind die Regeln sind ja relativ klar. Wir haben als Union und SPD einen gemeinsamen Antrag heute eingebracht, der auch eine Mehrheit gefunden hat. Danach soll jede Fraktion die Möglichkeit haben, einen Vizepräsidenten zu stellen. Das ist auch in Ordnung, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja nach der letzten Konstituierung festgestellt, dass es eben nur eine von 2 Voraussetzungen ist. Die zweite Voraussetzung ist, dass jeder auch eine persönliche Mehrheit im Parlament bekommt. In den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit der Mitglieder des Hauses und in einem möglichen dritten Wahlgang dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und das halte ich im Übrigen auch für richtig. Wir sprechen über ein wichtiges Staatsamt. Es geht um die Repräsentation des Parlaments im Ganzen. Und ich will nur daran erinnern, dass man auch anderen Parteien, den Grünen, der PDS damals, über lange Jahre nicht zugestanden hat, dieses Vizepräsidentenamt auszuüben oder jedenfalls keine Mehrheit dafür gefunden hat. Das geht. Und das ist auch richtig. Und da muss man auch eine persönliche Mehrheit finden. Nichtsdestotrotz finde ich die Überlegung, die Sie ansprechen, nachvollziehbar und richtig. Also wir werden noch an der einen oder anderen Stelle in der Situation wir sein. sind doch jetzt an so einem Punkt, ne, wo wir uns verhalten müssen irgendwann zu genau solchen Fragen. Und diese Strategie, das ist sozusagen der Hintergrund für die Frage. Diese Strategie der Ausgrenzung über 10 Jahre jetzt hat im Grunde dazu geführt, dass die heute bei 23-24% stehen. Ja, also und das zementiert ja immer weiter genau diesen Opfer-Märtyrer-Status. Also das zementiert das, was Sie vorhin, Frau Quadbeck, mit Kartellparteien entschieden haben. Genau das ist der Eindruck, der entsteht. Da sind diese Altparteien, wie sie dann auch gerne genannt werden und so weiter. Also es ist immer so diese Sprache, die dann so tut, als wäre die Zeit über sie hinweggegangen. Und jetzt mogeln die das da wieder unter sich aus und sorgen dafür, dass wir mal wieder nicht drankommen.
Und ich finde demokratietheoretisch, da sitzen 152 gewählte Abgeordnete der AfD. Ob uns das passt oder nicht. Die sind gewählt in diesem Deutschen Bundestag. Genau. Und das ist die zweitgrößte Fraktion in diesem Deutschen Bundestag. Ja, aber da gibt's eben Unterschiede. Also bei einem Bundestagsvizepräsidenten muss man sagen, das muss jemand sein, der in der Lage ist, mit Souveränität und Konsequenz das Haus auch zu vertreten. Und wir haben in vielen Parlamenten oder immer wieder, zuletzt in Thüringen auch gesehen, was in diesem Fall dann ein AfD-Alterspräsident gemacht hat, nämlich das ganze Haus ins Chaos zu stürzen und der thüringische Verfassungsgerichtshof einschreiten musste. Also ich glaube, das ist schon auch eine persönliche Entscheidung von Abgeordneten. Unsere Fraktion hat unseren Mitgliedern der Fraktion ausdrücklich nicht gesagt, wie sie entscheiden sollen, sondern das machen die selber und brauchen dafür auch keine Empfehlung. Und es gibt andere Dinge, wenn es beispielsweise darum geht, dass in der letzten Legislaturperiode die Ampel der AfD beispielsweise Ausschussvorsitze versagt hat, was in der 17er Wahlperiode nicht der Fall war. Da muss man schon fragen, ob es da nicht angemessenere Mittel gibt, um gegen mögliche Gefahren vorzugehen. Weil es ja dann auch schnell um sensible Dinge geht, ne? Ja, aber wir haben die Geschäftsordnung eben geändert, die die Abwahl von Ausschussvorsitzenden möglich macht. Und damit haben wir schon eine andere Situation als früher. Frau Rehlinger. Ich glaube, man muss in der Demokratie aushalten, dass sich auch Feinde der Demokratie in Parlamenten bewegen. Aber man muss nicht jedem Feind der Demokratie auch die Hand reichen. Bei Mehrheiten stellt sich eben diese Frage, ob man bereit ist, mit Menschen, die so auftreten, die solche Positionen vertreten, tatsächlich auch eine eigene Mehrheit für zum Beispiel eine Personalentscheidung herstellen möchte oder auch nicht. Natürlich gilt es dabei, individuelle Abgeordnetenrechte zu wahren. Das ist vollkommen klar, unbesehen auch der Zugehörigkeit. Dass man damit nicht den Fehler begeht, sie tatsächlich in eine solche Opferrolle auch reinwachsen zu lassen oder zu belassen. Denn das würde ihnen möglicherweise tatsächlich Wasser auf die Mühlen geben. Ich habe aber den Eindruck, das ist es nur bedingt, was Bürgerinnen und Bürger dann jetzt dazu gebracht hat, dem einen oder anderen dort die Stimme zu geben, der AfD die Stimme zu geben, sondern es ist tatsächlich eher die Frage, fühlen sie sich gesehen, die Bürgerinnen und Bürger? Sprechen wir ihre Themen an oder auch nicht? Ich glaube, das ist es eher als der Blick auf diese parlamentarische Rolle. Am Ende des Tages, finde ich, ist es schon klar, auch noch mal zu sagen, als deutsches Parlament, wir wollen Feinden der Demokratie, solchen, die teilweise auch verfassungsrechtlich agieren, sich positionieren, nicht die Hände reichen. Das ist schon auch eine klare Haltung, die man einnehmen darf und muss. Frau Quadbeck, wie schauen Sie darauf? Ich meine, auf der einen Seite das, was hier sitzen zwar Volljuristen, was die hier gerade ausführen. Auf der anderen Seite sozusagen die politische Dimension. Da sitzen jetzt auch Leute, ne, die dann sagen, es ist nicht zwangsläufig so, dass alle SS-Angehörigen irgendwie Kriegsverbrecher oder böse Leute waren. Da sitzen Leute, die sich selber als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnen. Und lauter solche Dinge. Das ist nur die Speerspitze sozusagen dessen, was da jetzt politischer Alltag geworden ist. Trotzdem die Frage, wie damit umgehen. Also es ist keine gute Lösung zu sagen, man grenzt die AfD aus, aber mir fällt auch keine bessere ein, weil diese Partei nachgewiesen in Teilen antidemokratisch ist, faschistisch ist. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die eben in diesen Reihen sitzen, überhaupt gar keine Berührungsängste haben mit Faschismus und Nationalsozialismus. Nicht alle, aber eben doch ein großer Teil. Sie haben sehr klar gesagt, dass sie das demokratische System, so wie es bei uns ist, auch nicht wollen. Ja? Also dieses eben auch gegen das System kämpfen. Und dann ist man aber bei dem Punkt, dass sich diese Parteien, die demokratisch verfasst sind und in diesem Bundestag sitzen, endlich zusammenraufen müssen und endlich die Probleme dieses Landes lösen müssen. Und wenn ich jetzt auf die Koalitionsverhandlung gucke und was da rausdringt und wie viel kleines Karo schon wieder dabei ist und wie wenig Aufbruchgeist dabei ist, dann ist das eigentliche Problem und nicht der Vizeposten der AfD. Weil wenn die Probleme gelöst werden und wenn es tatsächlich einen Aufbruch und Aufschwung in diesem Land gibt, dann wäre auch das
nur noch ein ganz schwaches Argument und die Chance wäre sehr viel größer, dass sich die Leute von der AfD wieder abwenden. Aber eine gute Lösung ist es natürlich nicht. Also besser wäre es natürlich, man könnte sie integrieren, aber sie sind nicht integrierbar und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Es ist keine demokratische Partei. Also ich teile alles Gesagte. Also meine Frage noch dazu, Ja. Herr von Fritsch. Also sozusagen so zu tun, als gäbe es die AfD im Bundestagsalltag nicht. Das ist ja das, was da passiert. Ja. Und das ist das Störgefühl, das ich habe. Ja, das ist richtig. Ich teile alles Gesagte und es ist eine schwierige Lage. Wir müssen aber immer wieder versuchen, einen Schritt zurückzugehen, auf das große Bild zu schauen. Wir wollen ja nicht nur mit diesen wirklich sehr problematischen, zum Teil Abgeordneten der AfD umgehen, sondern die Menschen erreichen, die AfD gewählt haben. Und wenn denen, und die AfD wird das sofort verstärken, das Bild vermittelt wird, ihr seid doch eigentlich, wir sind doch eigentlich angeblich eine Demokratie. Aber meine demokratische stehen auf dem Stimme, Wahlzettel, genau, die kann man wählen. meine Stimme gilt nicht so viel. Und wir werden hier mit Tricks ausgegrenzt. Wir werden nicht gehört. All dies, wir sagten ja auch Opferrolle. Das muss vermieden werden. Und es geht eben darum, die Menschen zu gewinnen, die aus welchen Gründen auch immer, und das sind nicht alles, wie viele Millionen haben Sie gewählt? Nazis? AfD? So. Über 10 Millionen. Genau, über 10 Millionen. Sie zu gewinnen, nicht zuletzt natürlich entscheidend dadurch, dass Demokratie liefert. Ich glaube, über 10 Millionen waren es, ne? Ja. Die die AfD gewählt haben. Na, Ja. das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, dass wir jetzt einfach durch gute Regierungsarbeit die Probleme der Menschen einfach lösen. Und es nützt auch nichts, gehören nicht zu denjenigen, die die Wählerinnen und Wähler jetzt beschimpfen. Gleichwohl muss man ihnen auch schon sagen, natürlich wird man dadurch, dass man die AfD wählt, nicht zu einem Nazi. Aber man wählt eben teilweise Nazis in Parlamente hinein. Und das ist schon eine Konsequenz, die man noch mal vor Augen führen muss. Trotzdem geht es jetzt vor allem darum, mit guter Politik sich um diese Menschen zu bemühen. Denn es werden ja auch keine neuen Wählerinnen und Wähler kommen, sondern genau die wird man bei der nächsten Wahl für die demokratische Mitte jetzt wieder überzeugen müssen. Und